Moin Moin, das Video, was jetzt folgt, ist am Wochenende schon aufgenommen worden und deswegen ja schon ein bisschen älter und ich habe mir gedacht, ich schneide nochmal schnell meine Würfelwürfe kurz davor, damit wir das noch oder dass ihr das noch im Video gleich zu sehen bekommt, ja, denn dadurch, dass ich das halt am Wochenende aufgenommen habe, da war das Update noch nicht da. Und es wäre schade, wenn ich euch das jetzt so ein bisschen vorenthalten würde, dadurch, dass ich das halt schon aufgenommen hatte. Ja, bringe ich jetzt nochmal meine Würfeldinger hier nochmal rein. Schade. Damit ihr das dann nochmal so seht und nachdem ich, oder wenn ich dann fertig geworden bin hier mit den Würfeln, dann geht das Video los. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst und vorab informiert seid, ja. So. Ich wollte euch aber trotzdem nochmal meine Würfe hier zeigen, wie das bei mir aussieht, auf meinem Main zumindest, auf den anderen Accounts. Alter, so viele Seelen, ich brauche keine Seelen, Mensch. Gib mir doch mal Sanduhren oder Gold, das wäre mal irgendwie interessant zu wissen. Na gut, haben nochmal Dings bekommen, bisschen Holz, okay. Aber was ich wirklich brauche, sind halt Sanduhren oder halt wirklich... Digga, was ist das hier mit den ganzen Ressourcen? Also das ist wirklich sehr störend, muss ich sagen. Also ich brauche das wirklich alles gar nicht hier, muss ich sagen. Deswegen, ja, mal wieder gar nichts. Gut, genug für heute. Ich habe, glaube ich, einen Wurf schon heute gespielt. Ja, deswegen geht es jetzt auf jeden Fall mit dem richtigen Video los und wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Spaß. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Jo, und wir sind gerade durch mit der Stadtwache. Das heißt für uns, wir legen jetzt weiter los. Wir haben es zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, immer noch Erfahrungsevent. Ja, mittlerweile ist es jetzt schon natürlich nicht mehr Wochenende. Ja, aber ich hatte jetzt ein bisschen was am Wochenende auf jeden Fall aufgenommen gehabt. Und ja... Wir haben das nächste Level in der Edelsteinmine erreicht. Ich habe sie vor etwa, ja, vor einer Stunde oder so fertig gehabt und jo, ich hatte ja im letzten Video erwähnt gehabt oder zumindest mal so diskutiert gehabt, was nun besser wäre, ob man die Edelsteinmine weiter ausbaut oder ob wir erstmal auf die Schatzkammer gehen. Und da kam ich persönlich zu dem Entschluss drauf, dass es sinnvoller wäre, die Schatzkammer erstmal weiter auszubauen und die Edelsteinmine erstmal Edelsteinmine zu lassen. Denn, wenn man sich das Ganze so anguckt, ja, gut, 1591 ist jetzt schon ein bisschen besser, aber hier haben wir schon 96er gehabt zum Beispiel. Also, so die Schwankungen von den Edelsteinen sind halt wirklich sehr groß, ja, also ich würde mal so sagen, die schwanken schon mal so bis zu 50, 70 Stats mal ab und zu und ja, dementsprechend halt durch die genannten Gründe aus dem letzten Video werde ich mich jetzt dafür entscheiden, nicht weiter die Edelsteinmine auszubauen, sondern die Schatzkammer jetzt zu pushen und das werden wir jetzt auch tun. Das Ganze dauert jetzt sowieso erstmal nur 8 Tage und 8 Stunden. Das ist schon mal der erste große Vorteil, den wir gegenüber der Edelsteinmine haben. Trotzdem werden wir natürlich weiter hier Edelsteine suchen. Das ist ganz klar. Das werden wir auf jeden Fall. Das vernachlässigen wir nicht, weil das sind ja immerhin noch 10 Mille, die wir hier zur Verfügung haben. Oder fürs Klo etwas. Heute hatten wir aber schon was ins Klo geworfen. Deswegen verkaufen wir das Ganze. Jo, und deswegen... ja, werden wir erstmal jetzt hierbei bleiben und die Schatzkammer jetzt erstmal ein bisschen pushen. Dann haben wir das nämlich hier auf diesem Account auch so gut wie freigeschaltet. Den gucken wir uns nochmal an, den Kampf. Da gucken wir mal. Kämpfe, Schattenwelt. Mal gucken, wer hier den Schaden raus okkolytet hat. Ja, der Bertram, der hat gar nicht verkehrten Schaden gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Also dafür, dass es Bertram ist, sag ich mal, war der Schaden ganz okay. So, Marquardt hat auch ganz gut rausgehauen. Ja, Kunigunde überlebt natürlich nicht viel gegen einen Magier und wir haben nochmal schlechte Crits rausgehauen. Also bei mir scheitert es immer zum Schluss. Wenn ich mal ordentliche Crits raushauen würde, dann könnte das Ganze hier auch in eine ganz andere Richtung gebracht werden, gelenkt werden. Aber ich bin auf jeden Fall geduldig, warte ab, lass mich nicht unterkriegen und ja, dann werden wir die Tage sehen, ob wir irgendwann den Dungeon-Gegner gelegt bekommen. Ich denke mal, es wird wirklich nicht mehr sehr lange dauern, bis wir den geschafft haben, weil da waren halt echt schon wirklich sehr, sehr knappe Versuche mit bei. So,
Und deswegen, ja, bin ich da auf jeden Fall guter Hoffnung. Ja, ist jetzt erstmal komisch zu sehen irgendwie, dass die Edelsteinmine nicht mehr ausbaut, sondern dass jetzt hier wieder der Counter ist, weil ich habe ja wirklich über monatelang die Edelsteinmine am Stück ausgebaut, ja. Jetzt hier den Switch zu haben und ist schon ein bisschen komisch. Jetzt haben wir aber bald dafür hier oben ein Kästchen, was wir ja auf dem Battle Mage hier schon haben. Hier haben wir ja die Truhe. Ich hatte hier einmal die Schatzkammer einmal ausgebaut gehabt, um mal das Feature freizuschalten, mal zu gucken, wie das hier so ist. Ja, wir haben hier insgesamt 3 Slots, also das ist wirklich sehr viel Platz, den wir hier noch freischalten können. Und das können wir alles sehr, sehr gut nutzen für die Hexe, um halt Gegenstände dementsprechend aufzubewahren und die dann bei der Hexe für doppeltes Gold dann zu verkaufen. Das ist, denke ich mal, ein Geschäft, was wir nicht vernachlässigen dürfen, was wir zu lange vernachlässigt haben. Und ich dementsprechend auch schon ein bisschen weiter sein könnte, was so meine Stats angeht, ja. Aber wir hoffen mal, oder wir machen jetzt das Beste draus und werden jetzt noch ein bisschen natürlich dann dagegen lenken und die Mine weiter pushen, ja. So, und vor allen Dingen kriegen wir auch schneller denn das Achievement hier freigeschaltet, den Tiefbaumeister. Wir sind jetzt bei 94 von 100, das haben wir auch bald. Dadurch, dass das hier halt weniger Tage braucht, jetzt erstmal zum Ausbauen, kommen wir da auch schneller an unser neues Achievement ran. Das gibt auch nochmal 5 Stat Points auf alles. Darf man auch nicht vernachlässigen, in dem oberen Bereich, wo die Stats nachher 10 Mille kosten, macht das schon ganz schön was aus, muss ich sagen. Und das ist schon relativ viel Gold, was man so durch so ein Achievement bekommt. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und deswegen werden wir uns das natürlich auch bald gönnen. So, hier haben wir Quest Equipment schon an. Bisschen Alu haben wir hier noch zu klicken, ist nicht mehr ganz so viel. Und werden natürlich auch hier die Quest annehmen, die am meisten einbringt. Jo, so, 399 sind wir hier auf dem Battle Mage, das heißt, es dauert auch nicht mehr lange, dann haben wir hier auch den nächsten Meilenstein auf jeden Fall erreicht, und zwar die magische 400, das ist natürlich auch ganz nice. Die 400 werden wir natürlich vorher erreichen, bevor wir hier mit dem Main die 500 erreicht haben. Und ich muss sagen, die 400, also ich habe ja jetzt nicht wirklich sehr Tryhard-mäßig auf dem Server hier gespielt, auf W27. Aber ich muss sagen, die 400 ist halt wirklich, also ich sag mal, im Vergleich zur 500 ist die 400 wirklich ein Lacher. Also wenn heutzutage irgendjemand sagt, so, ist jetzt vielleicht ein bisschen weird flex, aber wenn jemand heutzutage sagt, ey, ich habe Stufe 400, im Prinzip, ja, es war nice to have, aber ab da trennt sich nachher wirklich die Spreu vom Weizen so, weil da wird es dann nachher, ja, da zeigt sich nachher, wer wirklich der Ausdauerspieler ist, sag ich mal, und wer wirklich über lange Distanz am Ball bleibt, weil da wird es nachher nämlich zäh. Und vor allen Dingen, denn nachher so, wenn die nächste magische Zahl erreicht ist, 450, also da kommt man nachher wirklich noch kaum voran, denn und dann nochmal kurz bevor man der 500 entgegenläuft, so die letzten 20 Level, also das geht wirklich rapide gefühlt bergab, sag ich mal, mit der Erfahrung. Und deswegen auf jeden Fall 400 ist ganz nice, dauert auch auf jeden Fall natürlich auch so seine Zeit, aber im Vergleich zur 500, das kann man wirklich nicht vergleichen, das ist nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht, so sag ich mal. Was so die Ausdauer betrifft. Und schon befinden wir uns hier auf dem Berserker. Hier werden wir nochmal ein bisschen Wirbelwind-Action gleich mit reinfließen lassen. Ja, und dann werden wir gucken, wie weit wir da kommen. Ich hatte ja gesagt, dass wir ein bisschen im Wirbelwind aufräumen. Jetzt die letzten Videos hatte ich das schon wieder vergessen gehabt mit einem Berserker, aber jetzt werden wir heute mal gucken, was da so möglich ist. Erstmal ein paar Leute hier in der Unterwelt anlocken, damit wir noch ein bisschen Seelen bekommen. So, damit wir da auch nicht irgendwie Gefahr laufen, mal keine Seelen auf dem Konto zu haben. Glücksrad, gut, können wir jetzt nicht mehr weiter drehen. Dann geben wir hier noch ein bisschen Schaden, ein bisschen Leben. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen weiterkommen. Und das ging wirklich unerwartet schnell, muss ich sagen. Da hätte ich gedacht, dass wir da noch ein paar Etagen mehr legen, bevor wir jetzt wieder Pilze dafür bezahlen müssen. Aber anscheinend
hat das dann doch nicht ganz gereicht. Oh, wir können mal hier ein bisschen Alu abholen. Ich dachte, der kratzt mich jetzt nicht so an, dass ich jetzt unter 10% falle, aber natürlich der Berserker, genauso wie der Magier, ist natürlich auch eine Glass Cannon und deswegen, ja, kassiert er natürlich auch relativ schnell, teilt aber natürlich auch dementsprechend sehr gut aus, ne? Gut, haben wir hier schon, Dämonenportal haben wir schon angegriffen, sehr gut. Dann gucken wir nochmal auf den Krieger, da haben wir auch schon lange nicht mehr reingeschaut. Hier habe ich mir auch ein paar Pilze angespart, ja, mit der Zeit, weil ich halt auch immer 30er Mount hatte hier jetzt die Tage. Und ja, geht auf jeden Fall hier, sag ich mal, schleppend voran wie Umzugshelfer. Die Jokes werden auch nicht besser mit der Zeit, umso öfter ich die bringe. Ja, aber dadurch, dass, ja, ich sag's halt immer wieder, dadurch, dass ich halt hier so faul bin auf dem Account, komme ich halt auch nicht wirklich, sag ich mal, sehr schnell voran. So, ne? Das ist ganz klar. Ganz klare Geschichte. So, was bauen wir hier aus? Also das macht alles keinen Sinn. Edelsteinmine macht jetzt momentan auch keinen Sinn. Kaserne macht auch keinen Sinn, weil ich keine richtigen Kämpfe hier mache auf dem Server. Ja, fürs Video machen wir mal einen fürs gute Gewissen hier. Sehr gut. Wir ein bisschen angreifen. Dazu bin ich auch viel zu faul, sag ich mal, auf dem Server hier, um ein paar Kämpfe zu machen. Jo, so sieht das Ganze aus. Dann können wir, warte mal, hier oben müssen wir das ja ausbauen. Machen wir gleich ausbilden. Arbeiterquartier könnten wir hochziehen. Ja, bringt uns jetzt auch nicht besonders viel, aber machen wir mal. Bevor uns die ganze Beute nachher wieder abgeluchst wird. Wir haben zwar Teilschutz, aber trotzdem. Könnte ja sein. 3 Pilze auf einen Free-to-Play-Account ist auf jeden Fall sehr nice. Die Sanduhren, die bieten sich auch an, weil ich hier auch öfter mal Alu skippen muss für meine, ja, hier, keine Ahnung, 120 Alu oder was ich hier spiele am Tag. Jetzt natürlich ein bisschen mehr. Jetzt, wo ja Erfahrungsevent ist, versuche ich das natürlich mitzunehmen. Und ja, da versuchen wir das Ganze natürlich auszukosten hier auf dem Account. So sieht das Ganze aus hier auf meinen 4 Servern, die ich momentan so spiele, ja, weil immer noch mal welche fragen. Mein Main-Account hier auf S31, weil ja meine Cam immer davor ist, also der deutsche Server 31, fließt am meisten Arbeit rein. Mein Battlemage auf international 27 fließt am zweitmeisten Arbeit rein. Dann mein Free-to-Play-Account auf Deutschland 39. Ist schon nicht sehr, ja, fließt nicht ganz so viel Arbeit rein, sag ich mal. Hier mache ich meine 120 Alu und ja, vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr zu Events, vielleicht auf jeden Fall mache ich da ein bisschen mehr, so wie jetzt gerade. Und ja, mein S40-Account hier, da mache ich halt wirklich nur meine Alu und nicht mehr. So, vielleicht noch Glücksrad, aber das war's auch. Hier mache ich nicht mal Pets. Ne, ihr seht's. Ja, so sieht das aus hier auf meinen Servern und ja, dann soll es das für das Video heute gewesen sein. Ich verabschiede mich, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.